Bis 2028 will der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen bis zu 14.000 Arbeitsplätze streichen. Das werde nicht nur die Produktion, sondern auch die Verwaltung und Entwicklung betreffen. Als Grund für den Stellenabbau nennt ZF einen hohen Wettbewerbs- und Kostendruck sowie eine schwache Marktentwicklung für E-Autos. Der Hauptgrund für die Sparmaßnahmen aber sind die hohen Schulden des Konzerns. Aktuell arbeiten noch rund 54.000 Menschen bei ZF in Deutschland. Und darüber möchte ich sprechen mit Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er ist Direktor des Center Automotive Research in Bochum. Ich grüße Sie ganz herzlich. Grüß Gott, Frau Werther. Warum die hohen Schulden des Konzerns? Die Schulden sind deshalb, weil sich der Aufsichtsrat, und das ist die Stadt Friedrichshafen, ein mittelständisches Städtchen, und der Bürgermeister, der Aufsichtsratsvorsitzende ist, über Jahrzehnte geweigert hat, das Weltunternehmen ZF für die Börse zu öffnen. Damit wäre es gelungen, die Eigenkapitalbasis zu erhöhen. Das ist nicht gelungen. Und jetzt sieht man natürlich von der Eigenkapitalseite in einer schwierigen Situation, weil viele Schulden das Unternehmen drücken, weil große Übernahmen gemacht worden sind, wie THW und WABCO, die sehr, sehr wichtig waren, um die Zukunft zu sichern. Aber von der Finanzierungsseite ist man da eben zu schwach unterwegs. Jetzt also dieser Stellenabbau heißt, wie will man sich in Zukunft bei ZF aufstellen und wie will man sich positionieren? ZF trifft übrigens das Gleiche, was viele Zulieferer jetzt trifft, was die Autobauer trifft. Und wir erwarten mehr Entlassungen und Sparprogramme in dieser Richtung, weil die Bundesregierung und die Politik die Elektromobilität in Europa zerstört. Wenn der Kanzler dann gestern erzählt hat, er kann sich vorstellen oder er glaubt, die Deutschen werden eine Spitzenposition da einnehmen, da ist er Lichtjahre von der Realität entfernt. Dadurch, dass die Prämie eingestellt worden ist, dadurch, dass alle Politiker aller Couleur dauernd erzählen, weg mit dem Verbrennerverbot, verunsichern sie Leute. Und dadurch, dass die EU-Kommission auf preisgünstige Fahrzeuge aus China jetzt noch Zölle, die künstlich teurer macht, ist das Ende von dem, was man sich vorgestellt hat. Und das belastet enorm ZF, denn man hat kräftig in die Elektromobilität investiert. Das belastet andere Unternehmen. Das heißt, wir haben ein politisches Problem in Deutschland. Die Politik macht es unseren Unternehmen außerordentlich schwer. Und dann kommt der schwierige Markt dazu derzeit, der weltweit ist. Das sieht man an den Halbjahresergebnissen, zum Beispiel von Stellantis, zum Beispiel von Porsche, zum Beispiel von Mercedes und den anderen. Weiß man denn schon, wie genau dieser Stellenabbau vorangehen soll? Also in welchem Zeitraum wird das in verschiedenen Stufen passieren und welche Mitarbeiter sind betroffen? Also die Details sind bis jetzt noch nicht bekannt. Es wird aber so sein, es war ja geplant, bis 2030 die Stellen abzubauen. Nicht ganz so viel. Man hat so um die 10.000 gesprochen in Deutschland. Das wird jetzt verschärft werden, das wird schneller gehen. Von daher würde ich jetzt Abfindungsangebote nicht ausschließen. Also es ist sehr eng mit der Zeit und von daher wird man davon ausgehen können, dass das Management von ZF diese Dinge jetzt sehr stark forciert. Also wir werden mehr negative Meldungen haben, nicht nur von ZF, sondern auch von den Kondis, von der Bosch, von den Schaefflern. Ein Teil ist dieses politische Zerstören von der Elektromobilität in Deutschland. Klare Worte von Ferdinand Dudenhöfer. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne, Dankeschön. Tschüss.